Moin! Lust auf einen Big Snack? Heute zeigen wir euch einen Cheesy Patty Burger. Im ersten Schritt nehmen wir uns unsere Baconscheiben und braten sie knusprig an oder geben sie, wie in unserem Fall, in den Airfryer bei 180 Grad für ca. 10 Minuten. Im nächsten Schritt nehmen wir uns die Zwiebeln und die Champignons und schneiden sie in Scheiben. In eine Pfanne geben wir etwas Öl und braten zuerst die Zwiebeln an. Anschließend geben wir die Champignons hinzu und braten sie ebenfalls. Das Ganze lassen wir noch bei niedriger Hitze etwas ziehen. Für die Patties geben wir 500 Gramm Rinderhack in eine ausreichend große Schüssel und würzen das Ganze mit Pfeffer und Salz. Dann verkneten wir das Ganze ordentlich mit den Händen. Jetzt formen wir unsere Patties, indem wir das Ganze in etwa gleich große Stücke teilen, sodass wir am Ende 8 gleich große Patties haben. Unsere geformten Bällchen geben wir dann in eine Burgerpresse. Für die cheesy Füllung nehmen wir uns unsere Patties zur Hand und drücken mit Hilfe einer kleinen Schüssel jeweils eine kleine Mulde ein. Nun nehmen wir uns 2 Cheddar-Scheiben und teilen sie jeweils in 4 Stücke und geben jeweils 2 Stücke auf den Patty und legen dann den anderen Patty als Deckel drauf. Die Champignon-Zwiebelmasse wird noch karamellisiert mit einem großzügigen Löffel Honig und das Ganze wird auch noch mit Pfeffer gewürzt. In einer zweiten Pfanne erhitzen wir etwas Öl, damit wir anschließend die Patties einmal ordentlich anbraten können. Eine Tomate und Avocado nehmen wir uns auch zur Hand und schneiden es in Scheiben. Für den cheesy Effekt legen wir auch noch Cheddar-Scheiben auf unsere Patties drauf. Schließlich können wir endlich mit dem Belegen starten. Wir nehmen hier unsere selbstgemachte Chili Mayo und geben etwas auf unsere Brioche-Brötchen. Das Ganze würzen wir auch noch mit frisch gemahlenen Pfeffer. Dann starten wir mit etwas Rucola und geben anschließend unsere Patties oben drauf. Für den kleinen Crunch geben wir dann unsere Baconscheiben drauf. Dann nehmen wir uns auch unsere Tomatenscheiben und geben auch unsere Zwiebel-Champignon-Mischung drauf. Abschließend legen wir auch noch die Avocado. Jeder kann hier natürlich so belegen, wie es nach seinem Geschmack ist.
Und dann haben wir unser Snack Time.